So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5, wo ihr jetzt sag mal wieder richtig gesehen habt. Ich habe mal wieder ein klitzekleines bisschen gelevelt. Wir haben jetzt die Trailblaze Stufe 29, womit wir jetzt schon kurz davor stehen, wohl höchstwahrscheinlich die nächste Balancstufe in Angriff zu nehmen. Stufe 2. Wohlgemerkt. Darüber hinaus habe ich hier dieses Mal nicht EP-Materialien gesammelt, wodurch sich meine Trailblaze-Stufe ein bisschen erhöht hat, sondern dieses Mal habe ich ein paar oder besser gesagt Spurenaufrüstungsmaterialien eingesammelt. Weshalb wir dann jetzt wiederum hierbei die Angriffsverstärkung freigeschaltet haben. Dann haben wir hier Eisbrechendes Licht Stufe 2 aktiviert. Dann Flammlanze hinter den gegnerischen Linien Stufe 3. Hier wiederum ewig brennender Bernstein Stufe 3. Und dann hier Schatz der Architekten auch aktiviert. Da haben wir dann schon ein bisschen weiter aufgelevelt. So, bei 7. März, da haben wir jetzt die passenden Materialien, noch nicht. Aber irgendwas hatte ich hier aufgelevelt. Ich denke, das wäre die Mädchenpower gewesen, die wir aufgerüstet haben. Gletscherkaskade müsste es theoretisch auch sein. Die Macht der Niedlichkeit könnte sein. Aber da weiß ich es jetzt nicht so genau. Bei Luca hier wiederum, da konnten wir jetzt noch gar nichts, glaube ich, aufleveln oder weiter aufleveln. Weil uns dafür jetzt hier noch die anderen Materialien fehlten. Obsidian der Glanzlosigkeit. Und ansonsten wäre es sogar auch ziemlich gut gewesen, hätten wir auch schon mal Himeko ein bisschen weiter aufgelevelt. Aber der Schlüssel der Inspiration, da hatten wir bis jetzt auch noch gar nichts. Und ansonsten Natascha. Ne, da fehlen diese anderen Materialien, die Saat des Überflusses. Und ansonsten hier bei Dan Heng. Ja, da fehlen hier noch diese Speere. Oder der Pfeil des Bestienjägers. Dann noch ein paar andere Sachen, die wir ja durch den ersten Bossgegner kriegen können. Also Ende des Zerstörers. Aus dem Echo. Der Versorgungszone. Müssten wir demnächst dann auch nochmal machen. Naja, vielleicht dann sowieso noch ein paar andere Charaktere auch noch mal ein bisschen leveln. Vielleicht dann auch noch mal benutzen. Müsste man demnächst mal alles ein bisschen besser ausprobieren. Aber jetzt auf alle Fälle machen wir weiter mit unserer Abschiedstour auf Jarilo 6. Da müssen wir jetzt noch erstmal ein bisschen weitermachen. Mit unserer Abschiedstour. Outsiders. For friends of Clara. Hey, Perkins! Hat Clara dich repariert? Thank you for rescuing Clara. Seems like Perkins picked up a stammer. Its language module must have malfunctioned. Can you take us to Clara? Outsiders are friends of Clara. Follow me. Gut. Du gehst voraus, Perkins. Perkins? Danke, Perkins. You have visitors, Clara. Es gibt auch noch eine Truhe hier. Gut. Oh, it's the variables. Ah, ein neuer Spitzname für unsere Sammlung. There was a huge shaking just now coming up through the ground.
Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97.66% probability. Ist das ein alter Kumpel von dir? The engine of creation was an immense construction machine created by the architects. It was not built to fight. Well, whatever. We won. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron. And Bronya made a promise. The underworld and the overworld will soon be reunited. Which means that you, Svarog, you won't have to worry about preserving the underworld for the time being. March, everyone, thank you so much. I wasn't sure you guys would be able to do it, but now... Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just like you. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. Das wirst du bestimmt. Calculation result. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. Ja, schön. Oh, was ist das? Du hast eine Nachricht erhalten. Mal sehen. März, dann Hank, Phantom Heart, seht ihr das? Diese Androide kann tatsächlich Nachrichten senden. Ja, Prost. Wie fühlst du dich körperlich? Dank Seele geht es mir jetzt gut. Gut zu hören, ich habe den Silbermähnenwachen bereits den Befehl erteilt, die Blockade zwischen Ober- und Unterwelt sofort zu beenden. In der Unterwelt sollten manche Leute schon davon erfahren haben. Die Seilbahnstation war ein Jahrzehnt lang außer Betrieb. Sollte jetzt so bald wieder aufmachen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zu meiner Nachfolgerzeremonie in die Oberwelt kommt. Juhu, das würden wir um nichts in der Welt verpassen. Tja, wir werden dort sein. Dann sehen wir uns dort. Ah, ja. That's our Bronya. Quick as a flash. She certainly moves a lot faster than some people I know. If you haven't got anything nice to say right now, zip it. So, bevor ich es noch vergesse, ich wollte mal sehen, was eigentlich hier drüben ist. Abgesehen von der Menge Fernseher. Ach, noch eine weitere Truhe. Noch eine weitere Truhe also. Wartet, was ist da denn jetzt los? Eine neue Art von Sparschwein? Small fry. Aha, eine neue Art von Sparschwein also. Tough luck running into me. Lands at the ready. Hit! You can't run. Lance ablaze. Lance! Forward! The punches decide. Ich frage mich jetzt eigentlich, ob das nun wirklich hier... Don't get cocky. My turn. I'm on guard. ein besonderer Gegner war oder jetzt hier vielleicht... Warte mal, der Kampf ist beendet. Tinderlost Piggy. Reach the end of the story ja? in your own way.
Das war aber jetzt, er sagt, noch nicht der extra starke Gegner. War der das? Wenn ja, dann sollte ich jetzt, er sagt, einen Spezialschlag einführen. Strike first. You won't get away. Where's the applause? Let's see some sparks fly! Step out of it. Here! Watch this awesome Ah, move. verdammt nochmal, ich habe jetzt, er sagt, das automatische Vorsprung aktiviert. Das wollte ich jetzt eigentlich ja noch nicht machen. Perhaps you still don't. Humanity never conceals its desire to control the heavens. So And I'm problematisch no sehe ich, er sagt, jetzt diesen Kampf hier nicht an. You can't run! Try that again! Small fry. Don't get cocky. Lands at the ready. Time for an overhaul. Ah, wartet aber mal, das wäre, er sagt, immer noch, er sagt, die erste Runde. Forward! You can't run! The punches decide. Tough luck running into me! I'm on guard. Small fry. Okay, Runde Nummer 2. Wir sind, er sagt, jetzt mit dabei. Step out of it. Told you I could Where's fight! the applause? Let's see some sparks fly! Phew! Lands at the ready. Hit! Try that again! Is that all you got? You can't run! Gotta try hard some. Watch this awesome move! Lands ablaze. Nun ja, wie schon gesagt, diese Roboter mögen zwar jetzt, er sagt, mächtigere Gegner sein, aber im Allgemeinen sind die, er sagt, jetzt nicht so stark Punches decide. wie so manch andere Roboter hier. Don't get cocky. My turn! I'm on guard. Try that again! You can't run! Gut, die Barrieren haben wir jetzt alle im Grunde genommen, er sagt, deaktiviert. Not a scratch. Step out of it. Lands at the ready. Try that again! Lands ablaze. Land. Gut, der Verteidigungsmodus ist jetzt, er sagt, auch aktiviert worden. You can't run! I have something for you. Und dann sowieso auch so manche Deaktivierung. Desire to control the heavens, and I'm no exception. Tough luck running into me! Gotta try hard. Watch this awesome move! Time for an overhaul. Try that again! Small fry. My turn! Gut, der Kampf beendet. Sollten jetzt auch wieder mächtige Gegner gewesen sein. Another surprise? So, lief doch wunderbar. Kann man dazu bloß sagen. Lief doch wunderbar. So, und als nächstes sollen wir uns jetzt also mit Natascha gleich treffen. Mal sehen, was können wir jetzt hier noch machen? Himiko-Bild. Ich habe die Kaffeebohnen probiert, die du mir letztes Mal mitgebracht hast. Ach ja? Ja, das scheint guter Kaffee zu sein. Vielleicht ist der Kaffee wirklich sehr gut.
Ist noch jemand auf den Geschmack gekommen? Noch nicht, alle sind noch unterwegs. Ich möchte zuerst deine Meinung hören. Wann hast du Zeit? Ich stehe vor deiner Tür. Vielleicht stehe ich gerade vor deiner Tür. Komm schon, du Glückspilz. Ja, wir sollten ja so langsam wirklich unsere ganzen Textnachrichten mal abarbeiten. Aber wie dem auch sei, jetzt geht es erstmal wieder zurück nach Felsenstadt. It's getting late. Es wird jetzt wirklich langsam und sicher mal Zeit, dass Bronya sogleich ernannt wird zur neuen Obersten Wächterin. You made it. I thought you were about to miss out on a moment of history. No way! After all our hard work, how could we miss out on the final celebration, right? Ah, der Geruch von Freiheit liegt in der Luft. Oder dieser komische Kaffee von Himeko. I smell it too. For Oleg and I, not to mention the other adults, reopening the passageway means rediscovering old ways of living. Return to normality. Survival is no longer the top of the agenda. But for the children who were born into this era, who grew up in this isolation, this will be a new life altogether. Once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. Those of us whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better for the next generation. I'm sorry. Here I am talking your ear off again. This is a day to remember. We should welcome it with smiles. If you have time, talk to the folks here. Every one of them will tell you about their excitement. Then when you're ready, let's go home. Ich verstehe. Also, wer möchte anfangen mit dem Quasseln? Der Seilbein. Moment. Der Seilbahnfahrer. Finally, I can get back to supervising the cable cars. I thought I'd spend the rest of my life in those mines. Ah, it's you, the liberators of the underworld. You're the first passengers we've had since being sealed off. It'll be my honor to get you to the surface in one piece. Ist das Ding dann auch sicher? Relax. In all my 20 years on the job, there were only ever... Anyway, none of them were serious. So, ready to climb aboard? Noch nicht. Problem. This car won't be leaving without you. Ach so, wir müssen, jetzt mit Ihnen hier sprechen. Ich dachte, wir sollen, wirklich noch mit anderen Leuten hier ein bisschen reden. So, aber gut. Ready to climb aboard? Ja, Zeit, die Kinder an die frische Luft zu bringen. Brothers, sisters, ladies, gentlemen, boys and girls of all ages, gather round. The cable car passenger service is about to restart. Whoa! Look at the big blue ceiling! That's not a ceiling, Hook. That's the sky. So this is the overworld? The air here smells different. Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. This is what freedom tastes like. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. You're right, Oleg. It's funny.
The moment I boarded the cable car, my mind was filled with everything I wanted to do on the surface. But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. And let the day just pass me by. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. Ja, schön. It's Japard! Is he here to meet us? He's still on Moment, duty. He must have recovered quickly. Let's go say hi! Ja, begrüßen wir ihn gleich, aber erstmal kurz mal sehen, was hat Oleg zu sagen. Wie geht's dir, Phantomat? Hast du Beta-Box schon verlassen? Ich bleib noch was länger. Komische Nachricht. Toll, es gibt nämlich etwas, wobei ich deine Hilfe benötige. Ich bin erst seit kurzem wieder in der Oberwelt. Ich hatte noch nicht einmal die Zeit, mich umzusehen. Und die Silbermann-Wachen wollten mich unbedingt zu ihrem Berater machen. Du hast gerade erst die Sache mit den Stelleron erledigt. Und schon versuchen diese ungeduldigen Dummköpfe einen Gegenangriff in Fragmentum zu starten. Aber in seinem Fragmentum verfügt wohl nur deine Leute. Und du über das nötige Fachwissen. Noch ein Kampf? Ja, in gewisser Weise schon. Wenn du dich der Operation anschließen möchtest, suche einen Verbindungsoffizier namens William im Sperrgebiet der Silbermähnwache auf. Das Fragmentum, das sie säubern wollen, heißt Korridor der verhallenen Echos. Ein ziemlich gruseliger Name, nicht wahr? Aber für dich ist es sicher ein Kinderspiel. Ah, sieh mal an, das jetzt sagt höchstwahrscheinlich wohl noch was Neues. Das ist wohl anscheinend, er sagt wieder mal was ganz Neues. Welcome back to the Administrative District, Trailblazers. Trailblazers. First time anyone's called us that on this planet. The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. Ach, du hast nur deine Pflicht getan. Thanks for understanding. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. She asked me to pass on her invitation to you. Huh? That's sooner than I expected. Is she well enough to... Not really. But Lady Bronya insisted on delivering the speech as soon as possible. She wants the people to understand what happened. The address will be held at Everwinter Monument. I hope the three of you can find time to attend. Kein Problem. Einfach die Treppe hoch, oder? Und dann sind wir gleich ja sowieso auch schon wieder da. Look, there's a crowd gathering over there. Is the address starting soon? Looks like it. Bronya hasn't arrived yet, though. Let's find somewhere to wait. Ziemlich weit weg, aber meinetwegen. Guards, formation! Whoa, this must be it. Citizens of Belobog, I kindly ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural address will begin shortly. Please remain orderly. People of Belobog, hear me. Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering, and in the process, she paid the ultimate price. The sacrifice of Cocolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north,
I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. In her last moments, the Supreme Guardian told me her greatest regret. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, she gradually came to realize the consequences of that decision. Although tortured with guilt, she could not undo the damage. In her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Belobog. Overworlders and Underworlders must embrace the dawn of a new age. Together. People of the Underworld, I dare not ask for your forgiveness. I now know the reality of your decade of suffering. But I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Belobog will not recover its former glory. And the seed of civilization will not be preserved. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Most of you were not aware of their arrival. But it is thanks to them that our world now flourishes with hope. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, we should not forget to look up into the sky. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Yarilo 6, will no longer be alone among the stars. But before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Rand, the 19th Guardian of Belobog, hereby take my oath. Lady Bronya! Lady Bronya! Long live Belobog! Ja, schöne Ansprache. Aber jetzt müssen wir so langsam mal sicher den Abschied planen. Bronya, we're back! March, Dan Heng, and you. It's wonderful you made it to the address. Sorry, I know the invitation was very last minute, but I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked spinning out of control. Hast du dich komplett erholt? Yes, I'm fine now, don't worry. My mother... she tried to force the voice of the Stellaron into my head. It was a terrible feeling. I don't know what would have happened if you hadn't shown up. That was some speech, Bronya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. It was all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. Naja. Es kommt darauf an, was du als Anführerin tust. I prefer to be honest with the people. But I also want to preserve their hope. Dan Heng, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. Ihr berichtet Bronya von Welts Beobachtung. Which means the fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed, we won't be able to reverse the damage immediately. Tja. Entschuldigung, wir haben dir versprochen. No need for apologies. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately,
The fate of Belobog is in the hands of its own people. Wir werden einen Weg finden, das Fragmentum zu beseitigen. In that case, as a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope in their hearts. So long, my friends. May the preservation bless your journey. Ja, danke sehr. Congrats! That was one heck of a first trailblazing expedition. Worth celebrating, I'd say. Auf einer Skala von 1 bis 5, wie würdest du diese Reise bewerten? 2.5. What? That run of the mill, huh? My scoring criteria are different from yours. Anyway, we should be asking you. Any thoughts you want to share? Ja. Was wohl das nächste Abenteuer bereithält? Equally unforgettable, I'm sure. Anyway, don't worry about the future. Live in the moment. Let's go for one more round in the administrative district. I want to take more photos. Gut, was haben wir jetzt hier? Neue Funktion verfügbar. Figuren Planar-Ornament gewährt dem Träger unterschiedliche Spezialwerte, bietet zusätzliche Buffs, wenn der Träger ein komplettes Set ausgerüstet hat. Ja, was ganz Neues. Zusatzausrüstung. Gehe zur Ausrüstung der Planar-Ornamente. Aha. Planar-Ornamente können mehrere Spezialwerte gewähren. Rüste Planar-Ornamente aus. Schön. Aber das Teil hier will ich eigentlich überhaupt nicht. Das Teil hier passt doch, er sagt, viel besser zu Dan Heng mit dem Windschaden. Würde ich auch einfach mal sagen. Aber generell bräuchten wir, er sagt, jetzt in den Zusammenhang bessere Ausrüstung. So, Relikte, Planar-Ornamente. Künstliche Relikte, die nach den Prinzipien des Fragmentums hergestellt wurden. Sie können verschiedene spezielle Werte an einer Figur verbessern und zusätzlich Buffs verleihen, wenn sie als Set getragen werden. Du kannst Planar-Ornamente erhalten, indem du die Universum-Simulation herausforderst. Bedeutet das jetzt wiederum, wir haben eine neue Universum-Simulation jetzt zur Verfügung. Nummer 3. Ah ja, die Universum-Simulation 3. Aber sollten wir jetzt vielleicht nicht eher... Ruhender Schatten, wo soll ich denn das jetzt, der Sack, herkriegen? Oder sollen wir jetzt, der Sack, vielleicht zuallererst doch vielleicht mal... Obwohl, wartet mal. Was ist jetzt, der Sack, hier? 150. Passt jetzt, der Sack, nicht so ganz. Aber hey, unser Abenteuer ist hier noch nicht vorbei. Jetzt sagt noch ein paar kleine Abschiedsfotos und Bronya dann... said she's willing to wait 700 years for us.
Don Hung, how long can humans live for? Forever. But in that scenario, they can't be considered human anymore. Yikes, so serious. I was just curious. Here we are, Everwinter Monument. Photo time! Oh, Hayla and Hook are here too. Let's make sure we get them in the background. Vielleicht können wir es mit einer klaren Komposition versuchen. Verwende den Funktionsbutton unten, um ein Bild mit der Kamera aufzunehmen. Ja? Okay, where to next? Oh, we haven't seen Serval since we got back. Let's head to the workshop. Gut, ich wollte jetzt schon sagen, kommt noch irgendwas? Didn't your parents tell you to knock before? It's you three. Come on in. I was just talking to Clara about you. How have you been, big brother? Miss Serval's workshop is amazing. There are all kinds of things. I like it here a lot. Miss Serval? Clara is such a well-mannered kid. Meanwhile, the architect's children are still calling me Auntie and making me feel old. Ja, lasst uns ein gemeinsames Foto machen. Photo? This feels like one of my fan meetups. Anyway, for you guys, I do autographs for free. Photo. Oh, I remember. When I was little, Mr. Svarog took a photo for me. Over here, Clara. Want to learn some cool poses? Na gut. Sag mal gerne Toaster. Wow, that's pretty great. I wish the photographers at my shows had your skills. Huh? Am I really that short? I thought... Don't worry. If you eat like Don Hung, you'll be as tall as him one day. I'll let that slip. Here, keep it. A little farewell gift from the Astral Express. Huh? You're leaving so soon? I understand. Well, this photo will always be close to my heart. I'll make a copy for you too, Clara. Thanks, Miss Serval. Big brother, March, Dan Hung, thanks for taking care of me. Safe travels. If you have time, please come back and visit me and Mr. Svarog.